Hallo meine lieben kreativen Menschen, ich freue mich, dass ihr wieder da seid zu einer neuen Folge von Stricken mit Calypso. Der März ist schon da und schon ein bisschen fortgeschritten. Ich hatte euch im Februar angekündigt, dass diese Märzfolge ein bisschen verspätet sein würde und nicht am ersten Freitag des Monats online kommt, weil ich eine Woche in Portugal war. Ich habe meinen Bruder besucht, der dort lebt, mit seiner kleinen Familie. Es war sehr, sehr schön, ein bisschen Sonne zu bekommen. Und heute scheint auch die Sonne. Heute ist Internationaler Weltfrauentag, an dem Tag, an dem ich aufnehme. Und die Sonne scheint, was mich natürlich sehr, sehr freut, aber mich auch dazu bewegt hat, das Setup zu wechseln, weil die Sonne dahin geknallt hat, wo ich mich normalerweise hinsetze zum Aufnehmen. Das hat natürlich nicht so gut gepasst mit dem Licht, aber hier seht ihr mich hoffentlich ganz gut. Ich werde euch ein bisschen was erzählen, was ich gestrickt habe während der letzten Wochen. Der Februar ist super schnell vergangen und ja, wenn ich in Urlaub fliege, beziehungsweise ich habe auch ein bisschen gearbeitet und Urlaub gemacht, muss ich natürlich immer was zum Stricken dabei haben. Und für die, die mir auf Instagram folgen, habt ihr vielleicht gesehen, dass ich eine kleine Challenge gemacht habe. Aber erst zeige ich euch, was ich heute trage. Das ist ein sehr, sehr schöner Umhang, der schon viele Jahre alt ist. Ich drehe mich mal kurz um. So, damit ihr ein bisschen den Umfang hier seht. Den habe ich aus Cascade Yarns gestrickt. Dieses Garn hatte ich gekauft auf einer Reise nach Montreal in Kanada. Und dieser Umhang ist auch schon 6, 7, 8 Jahre alt, circa, ich weiß es nicht genau. Ich trage den super gerne. Als ich den fertig gestrickt hatte damals, bin ich damit tagelang sogar ins Bett gegangen zum Schlafen, weil das Garn einfach so angenehm ist. Und dafür, dass ich das so viel getragen habe und sehr, sehr viel benutzt habe und es schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, hat sich die Wolle wirklich sehr, sehr gut gehalten. Es macht nur ein bisschen Peeling, was natürlich okay ist, und es hält super warm. Alpaka ist ja nicht für seine Elastizität bekannt, trotzdem ist dieses Garn schon einigermaßen elastisch und da eignet sich Alpaka sehr gut für solche Umhänge, denn sie flattern und sie fallen sehr, sehr schön. Aber darauf komme ich später in meinem Podcast nochmal zurück. Ich zeige euch ganz kurz, wo ich dieses Design her habe, und zwar aus diesem Heft, das heißt Grignasco Knits. Das ist mindestens genauso alt wie dieser Umhang. In dem Heft ist aber leider kein Datum. Alle die Modelle in diesem Heft sind vom Designer Giuliano Marelli. Das ist also ein Heft aus Italien mit Designs aus Italien. Und ich habe mich damals einfach in diesen Umhang verliebt und einfach nachgestrickt. Ich habe den auch etwas angepasst an meine Größe, weil ich nicht so groß bin wie dieses Model hier. Und da sind wirklich sehr, sehr, sehr elegante Designs in diesem Heft drinnen. Ich hatte das einfach online mal gesehen damals und dieser Umhang, der hat es mir einfach so angetan damals, dass ich dieses Heft mir aus einem Wollgeschäft sogar aus Italien bestellt hatte, per E-Mail und alles. Das war schon ganz schön aufwendig, obwohl es gar nicht so teuer war. Hier steht sogar noch der Preis, da habe ich 6,50 Euro für bezahlt. Ja, das ist die Geschichte von diesem Umhang, den ich nach wie vor super gerne und viel trage, und diese Farbe ist natürlich auch toll. Das Einzige, was ich damals nicht so gut gemacht habe, ist, dass ich ein bisschen zu viele Knöpfe hier einkalkuliert habe. Die sind natürlich super schön, die Knöpfe, aber ja, ich habe einfach zu viele da dran gemacht, weil ich habe einfach so viele Knopflöcher gemacht und ich hätte die auch dann zunähen können, aber ich glaube, das hätte nicht so schön ausgesehen. Also habe ich einfach ziemlich viele Knöpfe hier dran. So, ich glaube, 2 oder 3 Knöpfe weniger hätten das auch getan. Aber ja, es ist nicht so schlimm. Ich glaube, das fällt keinem auf. Vielleicht hätte ich es einfach nicht sagen sollen. Ja, zu dieser Bluse, die ich trage, vielleicht seid ihr da neugierig, weil die so knallbunt ist. Das ist eine Bluse, die ich aus Mexiko habe. Ich habe euch noch nicht erzählt, aber jetzt sage ich es euch.
Die Hälfte von meiner Familie kommt aus Mexiko und deswegen war ich schon einige Male dort und ich spreche auch Spanisch. Diese Bluse ist handbestickt, die habe also nicht ich bestickt, sondern eine Künstlerin dort, eine Kunsthandwerkerin in Mexiko. Ich weiß nicht mehr genau aus welcher Region ich das habe, weil ich schon in einigen Regionen dort in Mexiko war, auch wenn meine Familie hauptsächlich in Mexico City lebt. Ja, diese Muster hier drauf, die stellen den Mais dar. Die symbolisieren den Mais und in Mexiko ist Mais ja Grundnahrungsmittel. Deswegen wird der Mais hier so farbenfroh und schön dargestellt. Ja, das ist die Geschichte zu dieser Bluse. Die Hose übrigens, vielleicht stehe ich einfach kurz auf, dann seht ihr auch hier den Umhang. Diese Hose habe ich übrigens auch aus Mexiko. In Mexiko wird auch sehr, sehr viel an Handarbeiten gemacht. Die ist handgewebt, der Stoff ist handgewebt. Ich glaube, die ist aus Leinen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie aus Leinen ist. Und sie wurde auf meine Größe geschneidert und der Stoff ist handgewebt. Also vor allem in der Region Oaxaca. Das ist eine Region oder ein Bundesstaat im Süden von Mexiko auf der Pazifikseite. Wird sehr, sehr viel gewebt und wirklich wunderschöne Sachen gemacht. Aber das ist ein sehr langes Kapitel, deswegen kürze ich das hier ab. Dann gehe ich auch schon weiter zu, was ich während meiner kurzen Reise, die eine Woche ging, nach Portugal. Ich war in der Algarve, mein Bruder lebt vorübergehend am Strand, mehr oder weniger. Dort hat er den Winter verbracht und ich musste nur über die Straße laufen, um am Strand zu sein. Das war natürlich super schön. Er hat eine kleine Tochter, meine Nichte ist 1,5 Jahre alt, ganz genau. Und es war natürlich sehr schön, mit ihr Zeit zu verbringen. Und sie spricht jetzt schon langsam und ein paar Wörter und rennt auch wirklich sehr, sehr schnell. Also kann sich gut bewegen. Man muss noch natürlich auf sie aufpassen. Es war eine sehr schöne Zeit und für sie habe ich mir eine 7-Tage-Challenge gesetzt. Aber eigentlich hatte ich gar nicht 7 Tage Zeit, sondern nur 5, weil ich hatte auch einen Tag Anreise und einen Tag Abreise. Und in dieser Zeit habe ich einen Pullover für sie gestrickt und eine kleine Mütze. Ich habe noch ein bisschen Restgarn von dem Blau, was ich verwendet habe. Das ist einfach Sockengarn, Hot Socks, 4-fache Sockenwolle, Made in Germany, ganz klassische Zusammensetzung von Sockenwolle. Die ist ziemlich weich und kann man also gut in der Waschmaschine waschen. Dann habe ich noch ein anderes Garn verwendet, davon habe ich aber gar nichts übrig. Das hatte ich schon mal benutzt, um mir etwas zu stricken für meine Nichte und da hatte ich noch ein bisschen übrig und damit habe ich die Rundpasse gemacht. Ich füge euch hier ein paar Fotos ein, rechts und links, von mir, dann könnt ihr euch das anschauen. Natürlich poste ich keine Fotos von einem kleinen Kind von vorne. Ihr Gesicht und ihre Privatsphäre schütze ich natürlich, deswegen gibt es nur Fotos von hinten, von ihrem Rücken. Der kleine Pullover ist aber vorne und hinten fast gleich. Ich habe den von oben nach unten gestrickt mit einer Rundpasse und damit der Kopf gut durchkommt, weil der ja bei Babys ein bisschen größer ist, proportional, habe ich das Bündchen erst flach gestrickt und erst dann, als ich zur Rundpasse übergegangen bin, zur Runde geschlossen. Das bedeutet, dass sich das Bündchen von selbst so umklappt und wie ein Polokragen aussieht. Also man kann den beidseitig tragen, das ist jetzt egal, wie rum man das dem kleinen Kind anzieht. Und die Farben haben mir ganz gut gefallen, sie war ganz angetan, hat dann schon so geguckt und so, oh schön. Sie hat sich auf jeden Fall gefreut. Und die Ärmel habe ich nicht ganz so lang gemacht, ich hatte noch so viel Garn übrig, ich hätte sie auch ein bisschen länger machen können. Aber ich wollte etwas jetzt für die Saison, Frühling, Sommer für sie machen. Und ehrlich gesagt hatte ich auch kein Nadelspiel dabei, um die Ärmel zu stricken. Das heißt, dass ich die 50 Maschen oder so für die Ärmel
auf einer Rundstricknadel in Magic Loop Technik gestrickt habe, was ein bisschen nervig war. Und als ich so drei Viertel oder so hatte, dachte ich, das reicht, keine Lust mehr. Und dann habe ich sie einfach abgekettet. Ja, sonst passt es sehr, sehr gut. Ich hatte einfach das Bündchen nur gestrickt, nach Gefühl mehr oder weniger Maschen angeschlagen und es dann an ihren Hals rangehalten. Und dann dachte ich, das müsste passen. Und es wirklich, nach Gefühl eigentlich gestrickt. Und dann war natürlich das Ergebnis besonders erfreulich, dass es ihr so gut gepasst hat und auch gut gefallen hat. Ja, dann habe ich noch eine passende Mütze für sie gestrickt, aber das habt ihr ja auch auf den Fotos gesehen, weil beim Spazierengehen ist die Mütze verloren gegangen. Sie trägt nicht so gerne Mützen, hat sie vom Kopf weggerissen. Und dann hatte ich sowieso eine angefangen, weil ich dachte, ich mache hier ein kleines Outfit. Und ja, in den 5 Tagen habe ich es also zum Glück geschafft, ihr einen kleinen Pullover und die passende Mütze dazu zu stricken, die sie auch selber schon aufsetzen kann. Und wenn sie so ein bisschen hochrutscht, weil sie muss sich ja noch ein bisschen anpassen, dann zieht sie auch von selber wieder runter. Also das war auf jeden Fall eine schöne Erfahrung und hat ganz viel Spaß gemacht. Auf meiner Reise nach Portugal habe ich auch ein paar Socken gestrickt, denn im Flugzeug habe ich ja was gebraucht. Den Pullover für meine Nichte habe ich ja dort angefangen und auch dort gelassen. Deswegen habe ich jetzt auch nur Fotos für euch. Schaut gerne auf meinem Instagram. Vielleicht mache ich dann nochmal ein kleines Video mit meiner 7-Tage-Challenge zu dem Pullover und der Mütze, die ich für meine Nichte eben gemacht habe. Aber im Flugzeug habe ich ja noch was zum Stricken gebraucht, also habe ich ein paar Socken gestrickt. Das habe ich gestrickt aus dem Garn, das ich auch geschenkt bekommen habe von meiner Kollegin. Die Socken befinden sich in meiner schönen Projekttasche, die ich euch mal gezeigt habe, die ich selbst genäht habe. Ich habe zum ersten Mal, glaube ich, in meinem Leben selbst streifende oder Sockenwolle, die sich selber beim Stricken Streifen entstehen, gestrickt. Ich hatte früher noch nie welche gestrickt. Glaube ich, hatte schon bunte Socken gestrickt, aber Socken stricke ich meistens mit Restgarn und sehr, sehr spontan. Deswegen war ich schon wirklich hat es wirklich großen Spaß gemacht, diese Socken zu stricken. Die sind wirklich super, super schön geworden. Die sind von der Marke Schöller und Stahl. Fortissima Colori Socca Color. Ja, es hat super Spaß gemacht zu sehen, wie die Farben dann so nach und nach entstehen. Ich mache eine klassische Ferse bei Socken und auch, ich glaube, Bandspitze heißt diese Spitze. Und ich habe die Ferse und die Spitze verstärkt mit Beilaufgarn. Und ich fand es ganz lustig, dass auf diesem Beilaufgarn steht, dass es, ich weiß nicht wie alt und woher das kommt, das habe ich bestimmt geschenkt bekommen von meiner Stricklehrerin. Das ist von Regia. Man sieht also schon, dass es altes Design ist. Und hier steht auch liebe Hausfrau drauf. Ja, das fand ich ganz witzig und zum Weltfrauentag ist das einfach nur ein kleiner Gag, weil ich mich nicht unbedingt mit dieser lieben Hausfrau identifiziere, aber das ist jetzt einfach nur, um euch zu zeigen, wie alt dieses Beilaufgarn schon war. Aber ich das natürlich verstricken wollte, egal was da drauf steht. Ich fand es einfach nur lustig und ich glaube, dass Regia heutzutage, ich hoffe mal, dass Regia heutzutage nicht mehr Beilaufgarn oder Wolle mit liebe Hausfrau auf der Banderole verkauft. Die Zeiten haben sich ja ein bisschen geändert. Auch wenn ich natürlich meinen Haushalt selber mache. Das hat ja nichts damit zu tun. Also die eine Socke ist schon fertig und die zweite Socke, da habe ich jetzt die Ferse zur Hälfte gemacht. Jetzt muss ich hier noch die Maschen aufnehmen an den Seiten. Und ja, da ich jetzt nicht die wahnsinnige Sockenstrickerin bin und schon ein bisschen unter dem Socke-2-Syndrom leide, werde ich jetzt so einfach nach und nach langsam fertig stricken und mich jetzt nicht stressen, weil Socken stricke ich wirklich nur im Bus oder
im Zug, im Flugzeug, wenn nicht sonst, weil es einfach super praktisch ist. Aber sonst sind Socken nicht so mein Lieblingsprojekt. Ja, aber sie sind auf jeden Fall super dick und tolle Wintersocken. Ich habe den Schaft auch länger gemacht, als ich den normalerweise mache. Ja, ich bin super zufrieden mit denen. Sie sind wirklich ganz, ganz schick geworden. Ja, das war so Projekt Nummer 2, das ich euch zeigen wollte heute. Und dann geht es auch schon zu Projekt Nummer 3. Das sind auch Accessoires. Heute habe ich einige kleine Sachen eher euch zu zeigen. Ich hatte schon mal darüber gesprochen, dass ich für einen netten Gentleman, der sich eine Mütze gewünscht hat, eine Mütze gestrickt habe. Die habe ich auch schon ganz kurz in meinem letzten Video Tutorial, wie macht man einen Bommel mit einem Bommelmaker, gezeigt. Und jetzt ist die Mütze fertig, inklusive Bommel. Er ist wirklich sehr, sehr zufrieden mit seiner Mütze. Der Bommel ist auch ganz schön groß geworden, der hängt hier so schön. Und das Muster gefällt mir super gut. Das habe ich mir selber ausgedacht und gezeichnet. Das sind so schöne Winterblumen, könnte man sagen. Ja, passt ihm sehr gut. Er wollte sie ein bisschen länger haben, wie eine Beanie, damit er sie hinten ein bisschen falten kann oder sie ein bisschen hinten runterhängt. Ja, so lange ist jetzt gar nicht geworden. Aber also passt ihm auf jeden Fall sehr gut und er ist sehr glücklich damit. Ich hatte noch genug Garn dann, um einen Kragen für ihn zu stricken. Oder umgekehrt, stimmt gar nicht. Ich habe erst den Kragen gestrickt, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, weil da habe ich nämlich, den hatte ich euch nämlich schon mal gezeigt. Die Mütze hatte ich nämlich da noch nicht angefangen in der letzten Folge. Den Kragen hatte ich also zuerst fertig, weil hier habe ich nämlich dieses etwas abstrakte Blumenmuster reingestrickt und in die Mütze habe ich dann nur noch das hier reingestrickt. Genau so war das. Und das trägt er auch super gerne. Er hatte nämlich bis jetzt noch keinen Schal oder irgendwas für seinen Hals. Und da war ihm öfters kalt. Und deswegen ist er jetzt sehr gut ausgestattet mit diesem Duo. Das ist natürlich super. Die Wolle ist sehr, sehr weich und eignet sich wirklich sehr gut für Fair Isle. Ja, man sieht auch, dass es mit der Zeit so ganz leicht filzt und das ist perfekt. Für Fair Isle ist das sehr, sehr gut, wenn die Wolle, wenn das Garn so ineinander sich ein bisschen, ja, verfilzt. Ja, also 2 wunderschöne Objekte sind daraus geworden, die er natürlich nachher wieder kriegt, weil er diesen seit einem Monat wirklich intensiv trägt und mir heute nur ganz kurz ausgeliehen hat. Das Garn, das ich verwendet habe, ist von Filcolana Pernilla. Das sind diese 4 Farben, die hatte ich euch schon in der letzten Folge gezeigt. Und ich hatte dann noch genug übrig, um für mich selbst eine Mütze anzufangen. Und tada, da ist sie. Ich hatte sie noch gar nicht an, also vielleicht probiere ich die jetzt einfach kurz an. Oder? Sie ist natürlich kleiner als die Herrenmütze, das ist natürlich die Damenmütze. Und ich mag lieber, wenn Mützen eng anliegen und nicht so unterhängen. Oder je nachdem, aber bei der wollte ich jetzt keinen Beanie-Style haben. Das heißt, hier habe ich nur 2 Reihen von diesem Blumenmuster, während ich auf der Herrenmütze 3 habe. Hier sind 3. Also, los geht's. Ja, sitzt wirklich sehr gut. Ich trage sie auch zum ersten Mal und ich glaube, mit dem Tragen passt sie sich auch ein bisschen dem Kopf an und lockert sich. Das ist bei der auch so, die hat sich auch schon ein bisschen gelockert. Das ist aber gut. Und so sieht die aus. Sieht man was? Hier ist auch die schöne Krone. So. Vielleicht drehe ich mich ganz kurz um. Seht ihr meinen Kopf? Ja, das ist die schöne Mütze. Gefällt mir wirklich super gut. Was ich euch noch erzählen möchte, für die Krone
Also für den letzten Teil da oben hat mir noch ein bisschen Garn gefehlt für die letzten 5, 6 Runden. Das war natürlich ein bisschen blöd. Und dann habe ich gedacht, ach, ich schreibe einfach mal Filcolana an. Das ist eine Marke, die in Dänemark sitzt. Und frage sie, ob sie die so nett wären, mich einfach zu sponsern mit dem letzten Wollknäuel, und habe erzählt, ich habe einen Podcast und so weiter. Ja, habt ihr nicht Lust, mir das letzte Knäuel zu sponsern, damit ich die Mütze fertigstellen kann? Und habe eine sehr nette, schnelle Antwort bekommen. Sogar nach der Partienummer wurde gefragt, die dann nicht gepasst hat, aber das ist auch zweitrangig, nicht so schlimm. Ja, und innerhalb von ein paar Tagen kam dann auch das letzte Knäuel, das ich gebraucht habe, um die Mütze fertig zu stricken, und voilà, sie ist fertig. Und ich bin sehr, sehr froh darüber. Bald können wir im Partnerlook durch die Straßen Berlins laufen. Da ich eben jetzt noch den ganzen Knäuel habe und von den anderen Farben noch genug, mache ich mir jetzt auch einen Kragen. Also jetzt wird das komplette Paket gemacht. Und ich habe jetzt angefangen mit dem Bündchen. Und leider ist die eine kurze Nadel, weil das ist ein kleines Projekt, das stricke ich mit kurzen Nadelspitzen. Und eine von beiden ist gebrochen auf dem Sofa. Passiert manchmal. Deswegen, hier hängt jetzt eine lange dran und eine kurze. Es ist aber sehr unpraktisch zum Stricken, und ich möchte vor allem beim Verstricken nicht, dass es meine Fadenspannung beeinflusst. Deshalb warte ich jetzt auf die neue Nadel. Ja, das ist ein bisschen blöd, aber passiert, gehört einfach dazu. Also bald kann ich euch dann das komplette Paket zeigen in der nächsten Folge von der Damenmütze, den Damenkragen, Herrenmütze und Herrenkragen. Deswegen kommt jetzt eine kleine Einladung an euch, die Lust hätten. Ja, ich würde mich sehr freuen, wenn manche unter euch Lust hätten, diese Mütze und den Kragen nachzustricken und für mich als Teststrickerin mich zu unterstützen. Das würde mich natürlich sehr, sehr freuen. Wenn ihr darauf Lust habt, diese 2 Accessoires oder auch nur eins von beiden Tests zu stricken für mich, dann schreibt mir doch bitte gerne in die Kommentare oder eine E-Mail. Das würde mir sehr große Freude bereiten. Und natürlich bin ich mir über die Debatte bewusst, dass Teststrickerinnen ihre Zeit und Energie investieren und ja dann auch im besten Fall ein bisschen Feedback zu der Anleitung geben. Das möchte ich natürlich würdigen, und darüber können wir uns dann austauschen per E-Mail oder auf dem Weg, auf dem ihr entscheidet, mich zu kontaktieren. Also kontaktiert mich gerne, wenn ihr da Lust drauf habt. Ja, das würde mich sehr, sehr freuen. Ich habe eine ganz kurze Pause gemacht und mich umgezogen, wie ihr sehen könnt. Ich frage mich, ob ihr ihn erkennt. Erkennt ihr ihn? Diesen Pullover habe ich fertig und ich bin sehr, sehr glücklich mit dem Ergebnis. Dieses Garn hatte ich euch schon seit der ersten Folge gezeigt, für die seit Anfang an dabei sind. Ja, alles läuft. Das hatte ich auch in Portugal gekauft. Und da musste ich auch was nachbestellen, weil bei der letzten Folge, war ich ja ungefähr hier bei einem Ärmel. Und ich wusste das Garn, oder ich habe geahnt, dass das Garn nicht reichen würde für die Ärmel, weil die sind ja eins rechts, eins links verschränkt gestrickt. Und hier haben sie auch noch ein bisschen Ballon-Effekt. Deswegen musste ich mir noch einen Strang nachbestellen, und das ist im Endeffekt ganz lustig, weil ich dieses Garn in 3 verschiedenen Färbungen im Endeffekt bekommen habe. Färbung Nummer 1, da habe ich diesen Schalkragen gestrickt. Der ist heller. Färbung Nummer 2, das ist das meiste hier in dem Pullover. Die ist ein bisschen mehr saturated.
habe das Wort gerade vergessen. Ein bisschen intensiver die Farben. Das hier. Und Färbung Nummer 3, die ich als letztes bestellt habe, sieht so aus. Da ist also eher viel Orange drin und das Blau ist auch mehr Uni. Also in dem Blau selbst sind ja eigentlich in dem Rest ein bisschen Variationen und Nuancen. Und in dem hier ist das Blau Uni und da ist mehr Orange drinnen. Ich habe das also so fertig gestrickt, dass ich beide Ärmel bis hier gestrickt habe in der eigentlichen Färbung, die ich dafür benutzt habe. Beide und dann beide Ärmel in der dritten Färbung, in diesem orangelastigen fertig gemacht habe. Und es gefällt mir ganz gut. Ich glaube, es fällt keinem so richtig auf, außer man weiß es. Ich habe euch schon wieder alle meine Geheimnisse verraten. Ich finde, es sieht trotzdem ganz gut aus. Und im Allgemeinen bin ich auch super, super zufrieden mit diesem Design. Ich habe am Ende hier einen Polokragen gemacht, den ich in 3 Teilen gestrickt habe. Zum Teil, also ich habe ein Stück gestrickt und dann aufgeteilt in 3 Teile und es dann so blockiert. Und also hier vorne habe ich es nicht festgenäht, sondern das gut blockiert, sondern nur hier hinten genäht, also angenäht an den Ecken. Und ja, so sieht es aus. Ich muss Fotos machen. Es ist brandneu. Ich habe es heute zum ersten Mal an, gestern gewaschen. In der Waschmaschine im Wollwaschgang bei 600 Grad Umdrehungen. Das ist das Minimum, was meine Maschine hat. Es ist toll. Es passt jetzt nicht super gut zu dieser Hose. Ich gebe es zu. Wahrscheinlich werde ich das mit einer anderen Hose tragen. Aber ich bin sehr glücklich damit. Die Bündchen hier sind auch eins rechts, eins links im Rippenmuster. Und der Effekt ist hier nochmal anders. Das finde ich spannend. Genau, ich habe hier einfach in wenigen Reihen ziemlich viele Maschen abgenommen, um diesen hier ein bisschen Ballon-Effekt zu haben. Aber ein bisschen diskret, weil ja, ich will auch, dass das praktisch ist. Und es passt einfach gut. Hier habe ich auch alles im Rippenmuster hier unten gestrickt und die Kanten abgekettet im italienischen Style mit der Nadel. Das war ziemlich aufwendig, aber ich finde, es lohnt sich. Es macht dann schon nochmal eine andere Fertigstellung, einen anderen Effekt. Ich bin eigentlich nicht so ein großer Fan von Raglern, obwohl ich euch jetzt schon ein paar Sachen gezeigt habe, die ich mit Raglern gestrickt habe. Weil ich ein bisschen eher breite Schultern habe und Raglern mir dann nicht so ganz gut steht, beziehungsweise ich dann schon ein bisschen hier einfach mehr stricken muss, damit es gut passt. Und ich mag diesen Fledermaus-Style nicht. Wenn hier zu viel Stoff ist, mag ich das überhaupt nicht. Aber ich finde, es hält sich hier sehr stark in Grenzen. Es ist so, dass ich mich gut bewegen kann, aber ich habe jetzt hier nicht viel Stoff. Und ich finde den Schnitt auch ziemlich schön. Also das ist hier so, ja, den allgemeinen Schnitt von diesem Pullover finde ich schön. Und an den Seiten hatte ich ja hier auch Rippenmuster gestrickt, hier und hier. Ja, sonst ist der Rest glatt gestrickt. Vielleicht drehe ich mich ganz kurz um. Ja, so sieht das aus und ich bin sehr glücklich. Was soll ich noch sagen? Ja, ich hoffe auch, dass man gestern beim Training, ich mache Kampfsport, Jiu-Jitsu mache ich, habe ich ein bisschen, ja, mir selber ein bisschen wehgetan. Ich hoffe, dass man das an der Lippe hier nicht sieht. Die ist ein bisschen blau, aber vielleicht seht ihr das gar nicht. Und hier auch bin ich ein bisschen rot. Aber vielleicht seht ihr das ja gar nicht. Also, um das abzuschließen, es hat alles angefangen mit diesem Kragen. Dann habe ich diesen Pullover gestrickt in einer anderen Partynummer als das hier. Fertig gestrickt habe ich den in nochmal einer anderen Partynummer. Und ich habe jetzt Reste von von diesem Garn in 3 verschiedenen Partynummern. Das macht natürlich nichts, aber ich will das ja auch verstricken
Und ich habe also gedacht, ich mache einfach eine Mütze dazu, weil ich habe ja schon den Kragen und dann mache ich einfach eine passende Mütze dazu. Dann habe ich das komplette Outfit. Das habe ich eigentlich ganz gerne. Auch wenn ich euch erzählt hatte, dass ich nicht so die riesen Accessoire-Strickerin bin. Aber es kommt, wie es kommt. Und rumliegen will ich das ja auch nicht haben. Deswegen habe ich jetzt eine Mütze angeschlagen mit dem Garn, wo der Rest der Ärmel auch ist. Das ist also ein bisschen orange und ja, da habe ich auch ein verschränktes Rippenmuster gemacht. Ich möchte das Bündchen auch ziemlich lang machen, damit ich das umklappen kann. Und dann werde ich auch keine Abnahmen machen und eine normale Krone haben, sondern ich möchte das einfach wie ein Rechteck hochstricken und am Ende mit der 3-Nadel-Technik abketten oder abstricken, damit ich dann irgendwie so 2 Ohren habe. Aber vielleicht, ich weiß nicht, ob das zum Rest des Outfits passt, aber ist mir egal, darauf habe ich einfach Lust. Und ja, beim nächsten Mal seht ihr das bestimmt. Ich weiß nicht, ob ihr euch das gerade so gut vorstellen könnt, was ich meine, aber beim nächsten Mal seht ihr das dann. Ja, das war die Story zu diesem Garn und zu diesem Pullover. Wie ihr seht, habe ich jetzt ein paar kleine Projekte auf die Nadeln, aber nichts Großes. Deswegen muss jetzt wieder ein großes Projekt her. Und nach meiner Reise in Stockholm hatte ich euch ja ein bisschen erzählt, dass ich mir ein Geschenk gemacht hatte und ein bisschen mehr Wolle gekauft hatte. Diese Wolle unter anderem für diese Sachen hier, die kamen aus Stockholm. Und ich wollte euch aber nach und nach lieber zeigen, was ich mir gekauft habe und nicht alles auf einmal. Deswegen kommt jetzt das nächste, was ich mir damals auf meinem kleinen Trip gekauft habe. Also dieses Garn hier. Ich habe 3 in dem Weiß. Eins habe ich schon aufgewickelt. In diesem Wollweiß. Und eins in diesem Lama-Braun. Lama, weil es Lama-Garn ist, tatsächlich. Von Illimani. Das ist Garn aus Bolivien. Made in Bolivia. 100% Baby-Lama. 367 Meter auf 100 Gramm. Also Sockengarnstärke. Hier ist das süße Etikett. Was soll ich dazu sagen? Ich fand sie einfach schön und weich. Aber mir ist erst im Nachhinein eingefallen, dass Lama ungefähr ähnliche Eigenschaften hat wie Alpaka. Und zwar nicht so super elastisch ist, sondern mehr ein bisschen fällt unter dem Eigengewicht. Deswegen überlege ich mir schon ganz genau, was ich daraus stricken möchte, weil Garn und Projekt müssen ja auch zusammenpassen und sich gut ergänzen, damit das Endergebnis ja auch funktioniert und schön aussieht. Deswegen habe ich jetzt schon mal eine Maschenprobe gestrickt und ich stricke fast immer eine Maschenprobe. Ich weiß, es gibt Strickerinnen, die da keine Lust drauf haben. Ich stricke auch nicht immer, aber zu 95% für große Projekte stricke ich auf jeden Fall immer eine Maschenprobe. Manchmal fange ich mit dem Ärmel an und nehme den Ärmel als Maschenprobe und oft stricke ich einfach eine etwas größere Maschenprobe. Auf jeden Fall größer als 10 x 10 cm, weil auf 10 x 10 cm da rollen sich ja auch die Ränder ein oder irgendwas. Deswegen ist es immer besser, die etwas größer zu machen, vielleicht 15 x 15 sind gute Maße. Die Maschenprobe gefällt mir gut. Ich habe verschiedene Muster daran ausprobiert, aber kein Muster kam jetzt so gut zur Geltung. Ich habe Lochmuster probiert, ich habe Muster mit rechten und linken Maschen probiert, aber das Garn war jetzt nicht so gut dafür geeignet. Es hat auch einen ganz leichten Flausch. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Es ist wunderschön und ich habe am Ende gedacht, ich werde es einfach glatt stricken. Und ich habe auch schon eine Idee, welches Design. Es wird wahrscheinlich wieder ein Raglan, lustigerweise. Und ein Design, das eben so schön fällt. Da habe ich schon die Idee und vielleicht kann ich das ja auch schon in den nächsten Tagen am Wochenende anschlagen, wenn ihr diese Folge guckt. Ja, ich glaube, das war es auch schon. Ich habe euch alles gezeigt, was ich euch zeigen wollte. Ich erwähne vielleicht, dass
ich jetzt doch einen französischen Channel einfach kreiert habe und die Podcasts auf Französisch auf diesem Channel posten werde und nicht auf hier. Denn mein Bruder hat mir gezeigt, dass es doch nicht ganz so aufwendig ist, einen neuen Channel oder einen zweiten Channel zu verwalten. Und dann kommt ihr auch nicht durcheinander, wenn ihr jetzt den Podcast auf Deutsch guckt. Also folgt mir gerne in den sozialen Medien, lasst mir ein Abo da, ein Like da, einen netten Kommentar. Meldet euch bei mir, wenn ihr gerne mich unterstützen wollt und diese schönen Accessoires teststricken möchtet. Das Muster eignet sich auch wirklich sehr gut für Anfänger, die noch nicht so viel Erfahrung haben mit Vereilstricken. Es ist ein super simples Muster. Die Fäden hier hinten sind kurz, denn zwischen den Farbwechseln sind meistens immer nur 4 Maschen, Maximum vielleicht in der einen Reihe 5 Maschen. Das heißt, ihr müsst die Fäden hinten gar nicht einstricken, sondern es ist wirklich super einfach zu stricken, wenn man noch nicht so viel Erfahrung mit Vereil hat. Wie ihr seht, sind die Fäden hier eher kurz. Ja, meldet euch gerne bei mir, lasst mir einen Kommentar da. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und habt ein bisschen entspannen können und habt eine gute Zeit gehabt mit mir während dieses Videos. Und ich freue mich natürlich auf nächstes Mal. Also bis zum nächsten Mal. Ciao!